Herzlich willkommen bei Hauptsache weg. Mein Name ist Maria und es ist mein erster Morgen im amerikanischen Wohnwagen. Ich stehe hier gerade an der Küchenfront und habe bei Sonnenaufgang einen unglaublichen tollen Ausblick auf den See. Wir verbringen einen Tag in diesem Wohnwagen und werden mal schauen, wie es wird. Wir nehmen euch auf jeden Fall mit und teilen das Gefühl mit euch. Also mein erstes Fazit zu diesem amerikanischen Wohnwagenbad. Es ist ultra groß und was ich richtig gut finde, das hat zwar nichts mit dem Wohnwagen direkt zu tun, du kannst von beiden Seiten diese Dusche aufmachen. Wenn du von drinnen was holen möchtest, was hier draußen liegt, kannst du einfach diese Tür aufmachen und mal kurz dazwischen greifen und wieder reinholen. Hier hast du noch diese Sitzmöglichkeit und also ich kann nur sagen, das hat nichts nur was mit dem Alter zu tun, diese Sitzmöglichkeit. Ich finde die wirklich sehr bequem. Man vergisst relativ schnell, dass man sich hier in einem Wohnwagen befindet, weil das alles einfach so massiv und so groß und so aufgeräumt wirkt, gerade weil hier viel Platz ist. Wir haben zu Hause leider nur ein Bad mit einem Waschbecken und ich finde es mega toll, diese 2 Waschbecken, auch wenn sie klein sind, aber du hast eine separaten Waschbecken, wo du separat Zähne putzen kannst und mit jetzt gerade 2 Kindern, sonst 4 Kindern ist es wirklich immer sehr schwierig. Deswegen fühlen wir uns auf dem Campingplatz auch so wohl. Jeder kann zu seiner Zeit auf Toilette gehen und Zähne putzen und sich waschen gehen, wann er möchte. Es ist immer eine Kabine frei. Und zu Hause gibt es leider nur ein Bad. Das ist ja das Familienbett in diesem Wohnwagen. Und das ist so groß, dass ich mit den beiden Kindern hier drinnen schlafen konnte. Marco hat unten auf der Couch geschlafen, die ausziehbar ist. Und die war auch ultra bequem, hat er gesagt. Aber hier das Besondere ist dran, dass du einfach diese Wände an der Seite hast und dass du das Gefühl hast, dass du nicht runterfallen kannst, selbst wenn du zu dritt da drinnen schläfst. Es war ultra bequem. Wirklich, ich habe die ganze Nacht gut geschlafen und die Kinder auch. Wir haben komplett durchgeschlafen. Übrigens, das Besondere an diesem Wohnwagen ist der Kissenautomat. Und das habe ich vorher in einem Wohnwagen noch nie erlebt. Man muss einfach nur einmal anklopfen und dann kommt ein Kissen. Danke. Bitte. Ist es alle jetzt? Ja. Die Fenja ist weg. Kannst du die mal suchen im Schlafzimmer? Ich habe bloß das Bett gemacht und dann ist die Fenja verschwunden. Das war einfach nur geraten. So groß ist der Schrank, dass wir alle hier reinpassen. Bettschnitzel. Alle passen wir rein. Der Schrank ist echt groß, ey. Allerdings. Das hat nichts mit Minimalismus zu tun. Ich kann alles mitnehmen, was ich möchte. Und wir versuchen uns jetzt einfach mal an einem leckeren Frühstück. Und da hatte die Maria die Idee, wenn wir schon in einem amerikanischen Wohnwagen sind, machen wir auch traditionelle American-Style Pancakes. Da wir hier die Ersten sind, die hier campen dürfen in diesem wunderschönen Wohnwagen, fehlt hier noch das ein oder andere Luxusaccessoire. Deswegen habe ich keinen Messbecher, aber dann macht es halt ein Bierglas.
Okay, der erste war noch nie so perfekt, aber ich versuche es mal mit der anderen Technik, und zwar das Ganze von innen nach außen hier drauf zuzugeben. Aber es riecht schon gut. So ist der Alltag beim Kochen mit Familie. Es macht zwar einen Haufen Arbeit mit dem Anrühren, bis man fertig ist, aber ich finde es mega lecker mit diesem Obst. Und in Verbindung mit Honig statt mit Ahornsirup. Also ich muss sagen, ich bin immer wieder begeistert über das Raumgefühl, was man hier hat. Es ist einfach halt, ja, man kennt das ja von Amerikanern, die haben einfach eine andere Auffassung von Größe und von Räumlichkeit. Und das spürt man halt hier in dem Wohnwagen überall. Es ist unglaublich geräumig, du hast unglaublich viel Platz für alles. Ja, daran könnte man sich gewöhnen, definitiv. Nichtsdestotrotz, wir lieben unseren Wohnwagen. Wir würden den im Moment auch um keinen Preis der Welt hergeben. Aber gerade jetzt in Bezug auf unsere Italienreise, die wir jetzt planen, wo wir ja doch in den Gedanken schon in der Planung sind, wie wir da am besten uns ausrüsten, was wir vielleicht noch das ein oder andere Tool noch eventuell benötigen können. Tut es einfach mal gut, mal den Kopf auszuschalten und mal in eine andere Welt einzutauchen und einfach mal sich auch inspirieren zu lassen von der einen oder anderen Idee, die es hier gibt, auf die man vielleicht noch nie gekommen wäre. Auch wenn man jetzt hier in das Schlafzimmer geht, es ist einfach wunderschön hier zu schlafen und hier früh morgens aufzuwachen. Die Sonne scheint hier wunderschön rein. Also ich habe ja hier auf der Couch habe ich geschlafen, die haben wir dann ausgezogen. Die kann man dann ausklappen, zack, und dann schläft man hier. Und wenn ich dann hier liege, kann ich dort hinten der Maria winken. Ist schon cool. Und auf der anderen Seite schaue ich mir den wunderschönen Blick auf den See an. Also wirklich ein Traum. Ich habe im letzten Video auch schon mal gesagt, dass es wirklich auch so mein Lebenstraum wäre, mal in so einem amerikanischen Wohnwagen zu schlafen, weil es einfach ein anderes Gefühl ist. Und das merkt man halt hier auch. Die Küche hat halt eine Komplettausstattung, da fehlt es an nichts. Mikrowelle, riesengroßer Kühlschrank, einen voll funktionsfähigen Herd mit Gusseisen, mit allem drum dran, weil Gewicht spielt ja hier keine Rolle. Mit Klima, Vollautomatik, du hast hier alles. Ich bin einfach unglaublich dankbar, dass sich die Chance ergeben hat, dass wir vor allem als erste Gäste hier übernachten dürfen, dieses Wochenende, bin ich einfach unglaublich dankbar. Der Dennis hier vom Jersleber See, der hat uns dann angerufen und hat gesagt, hey, du hast das in dem letzten Video erwähnt, es wäre einfach eine geile Idee. Die haben den jetzt extra nochmal verrückt und haben den richtig in Position gestellt, dass man einen wunderschönen Blick auf den See hat. Es ist einfach ein Traum. Vielen Dank an der Stelle nochmal. Wir fühlen uns geehrt und nehmen das Angebot natürlich gerne an. Ich muss euch auch mal die Elektrik hier zeigen. Also du hast hier wirklich überall eine Steuerung, du hast überall Spielereien. Du hast hier überall Luftschlitze für dieses ganze Luftsystem, weil du hast ja zwei riesengroße Klima- und Heizgeräte hier oben drauf, weil einfach die Fläche des Wohnwagens hier im Inneren so groß ist, da brauchst du einfach Power. Du hast hier einen Deckenventilator, du hast hier oben überall diese Abzüge mit Ventilatoren und hier drin ist die Elektrik. So ein bisschen das Herzstück und ich zeige euch das mal, wie das aussieht. Ist das nie krass? Du kannst dir halt alles steuern. Du kannst dir halt die Pumpen und so weiter anmachen. Du kannst dir den Status aller Batterien angucken. Du kannst hier sehen, ja, Füllstand, Propangas etc. Du kannst dir jedes Licht einzeln deaktivieren, aktivieren, Fußbodenheizung etc. Ich habe in meinem früheren Leben mal Elektroniker gelernt.
Das kommt denen schon ganz nah. So eine SPS-Steuerung für eine Industriemaschine hat schon Ähnlichkeit, muss man sagen, an Komplexität. Und da Maria mit den Kids jetzt gerade mal so ein bisschen den Spielplatz erkundet, machen wir Männer das, was wir am besten können, abwaschen. Aber mit Seeblick. Das hatte ich so auch noch nie. Also dann, wir schaukeln das schon. Es geht manchmal doch nicht. Ach, Mama. Die Füße zusammen. Warte, und? Und die Maria hat kalten Kaffee übrig gelassen. Das ist doch die Todsünde. Wie sagte meine Schwiegermutter so schön, manche Dinge ändern sich nie. Grüße gehen an der Stelle raus. Das Lustige ist halt, dieser Blick ist halt so genial mit dem Wohnwagen so direkt am See und du bist halt hier direkt an der Promenade und viele Leute kommen hier vorbei. Die Scheibe hier, die ist getönt und verspiegelt. Wenn man sie hier abwäscht, sieht man halt die Leute, wie die so vorbeikommen und die bleiben alle stehen, die machen alle Fotos. Im Hintergrund sieht man es schon wieder. Jeder guckt hier, jeder nimmt sich hier eine Minute, um sich diesen Wohnwagen anzugucken. Das ist echt lustig. Da wird es beim Abwasch nicht langweilig. Zurück. Sehr schön. Super machst du das. Aber nicht den Berg runter. Komm, wir gehen mal ein paar Mal in die Richtung dort. Komm, da lang. Obwohl wir im amerikanischen Wohnwagen alles haben, gehen wir so gerne in die Sanitärgebäude hier rein, weil die einfach unheimlich schön gemacht sind, wie man sieht. Ne? Das Coole ist auch, dass man von hier aus halt direkt die Logenplätze vorne am See sehen kann. Da sieht man den See und hier drüben sind direkt die Logenplätze. Das würde mich auf jeden Fall auch mal reizen. Also du guckst dann wirklich direkt mit dem Wohnwagen auf den Strand und auf den See. Herrlich. Oh, wir waren jetzt die ganze Zeit unterwegs. Ey. Jetzt müssen wir uns erstmal entspannen.
Und da wir jetzt einfach ein bisschen Abwechslung brauchen und das Glück haben, hier einen Whirlpool zu haben, lassen wir uns es jetzt mal kurz gut gehen. So, die Maria, die ist schon vor mit der Feodora, weil die müde ist und ins Bett muss. Und wir beide, wir haben es uns noch ein bisschen gut gehen lassen. Also der Whirlpool hier am Jaslebersee ist einfach der Traum. Ist einfach herrlich, dann oben in die Bäume zu gucken, wenn die Sonne dann so reinstrahlt. Abends, genauso wie am Tag, da gewöhnt man sich viel zu schnell dran. So, das Essen ist fertig. Jetzt müssen wir das bloß noch in die Polarbox tun. Und da ja wir direkt die Wiese vor unserem amerikanischen Wohnwagen haben, habe ich das jetzt auf Tellern gepackt und stelle das jetzt hier einfach rein. Dann werden wir das mit rausnehmen zum Essen. DAF Bier Original. Ich trinke ja eigentlich nicht so Alkohol, aber das muss ich mal probieren, wie das schmeckt. Halt wie Bier. Gleich geht's zum Burgergrillen und bevor wir das machen, muss ich jetzt noch mal ganz kurz Sonne tanken.
Hier geht es heute von einem zum anderen. Erst im Pool, dann Burger und dann ist auch schon wieder Abend. Die Zeit geht so rasend schnell hier vorbei. Aber man erlebt halt wirklich sehr viel. Ich habe jetzt alles geschnippelt und jetzt kann der Marco kommen und das Burgerfleisch anbraten, damit wir jetzt endlich essen können. Draußen ist es schon schön dunkel und ich muss sagen, es ist auch relativ frisch geworden, aber bei uns hier im Wohnwagen ist es schön mucklig und gemütlich. Die Maria, die hat jetzt schon, während ich die Feodora ans Bett gebracht habe, alles vorbereitet. Und jetzt fehlt nur noch das leckere Fleisch. Haben wir da draußen einen Barbecue-Grill. Und mir wurde gesagt, dass da wohl eine Flasche schon angeschlossen ist. Und lass uns einfach mal probieren, ob wir das hinkriegen. Okay, das ist schon krass dunkel, oder? Das sieht schon echt krass aus hier. Man sieht da schön die ganzen Lichter über dem See funkeln. Richtig schön und gemütlich. Ich kann es kaum erwarten, wenn es richtig Sommer wird. So, wir lassen uns jetzt unseren leckeren Hamburger schmecken und machen es uns noch ein bisschen gemütlich. Ja, falls ihr mal Lust habt, in so einem besonderen Wohnwagen Urlaub zu machen, dann kommt ihr her zum Jerslever See. Ihr könnt den hier buchen, direkt mit Seeblick. Ich kann nur Sophie und Dennis danken, dass wir die Ersten waren, die in diesem Wohnwagen mal Urlaub machen konnten und das antesten konnten. Und ich hoffe, ihr habt ein Gefühl dafür bekommen, wie es ist, in diesem Wohnwagen zu sein. Denn es ist wirklich ein cooles Gefühl. Es ist nicht vergleichbar mit europäischen Wohnwegen. Auf jeden Fall. Und in diesem Sinne verabschieden wir uns. Hauptsache weg.